Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Marmorpalais in Potsdam. Friedrich Wilhelm II. Erbaute es, aber es wurde auch von der nachfolgenden Generation als Sommerschloss benutzt. Und gern möchte ich euch jetzt in diesem Video die wunderschönen Räumlichkeiten etwas genauer vorstellen. Die Entstehung des Marmorpalais ist untrennbar mit der Lebensgeschichte des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. Verbunden. Er schuf seinen persönlichen Rückzugsort am Heiligen See. Prinz Friedrich Wilhelm war der älteste Sohn des Prinzen August Wilhelm von Preußen und der Prinzessin Luise Amalie von Braunschweig-Bevern. Sein Vater war ein jüngerer Bruder des preußischen Königs Friedrichs des Großen, seine Mutter eine Schwester der Königin Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern. Nachdem die Ehe Friedrichs mit Elisabeth Christine kinderlos geblieben war, nahm der am 25. September 1744 geborene Prinz einen wichtigen Rang in der Thronfolge ein. König Friedrich der Große ließ ihn bewusst zum künftigen König erziehen. Bald nach seinem 4. Geburtstag begann für den kleinen Prinzen der Unterricht bei seinem Privatlehrer. Friedrich Wilhelm hatte Glück. Er war ein moderner Erzieher und sein Unterricht war für die damalige Zeit durchaus ungewöhnlich interessant und anschaulich. Schon ein Jahr später konnte Friedrich Wilhelm lesen und schreiben. 1750 begann der Sechsjährige Tagebuch zu führen, in französischer Sprache und in Latein. Der Prinz wurde später auch in allgemeiner römischer und deutscher Geschichte, in Philosophie, Rhetorik, Mathematik, Militärtaktik und Staatsrecht ausgebildet und er las die Werke der Weltliteratur. Nach dem frühen Tod seines Vaters war Prinz Friedrich Wilhelm mit 14 Jahren der offizielle preußische Thronfolger. Er interessierte sich für Kunst und Philosophie, korrespondierte mit Joseph Haydn, las Kant und spielte virtuos Cello. Weit vor den Toren der Stadt, inmitten der Wein- und Obstgärten, stand zum Ende des 18. Jahrhunderts ein Gartenhaus. Schön gelegen, nahe dem Ufer des Heiligen Sees, bot es einen wundervollen Ausblick auf die Babelsberger Höhen und die zahlreichen Windmühlen am gegenüberliegenden Seeufer. Friedrich Wilhelm gefiel dieser Ort und als Haus und Garten im Jahre 1783 verkauft werden sollten, wurde der preußische Kronprinz ihr Eigentümer. Nach seiner Thronbesteigung 1786 hatte der König große Pläne mit dem Grundstück. Er wollte es vergrößern. Das alte Gartenhaus wurde abgerissen. An seiner Stelle sollte ein neuer königlicher Bau entstehen. Aus dem Garten wurde im Gegensatz zum alten Garten Sanssouci der neue Garten. Den Auftrag zur Dekoration der Innenräume erhielt der Architekt Karl Gotthard Langhans. 1793 bezog Friedrich Wilhelm II. Das Schloss, die selbstgewählte königliche Freude. Der König genoss das Leben an diesem idyllischen Ort. Er las, spielte Cello, gab Gesellschaften und hier speiste er im Kreise seiner Familie. Mit dem Vestibül betrat der Besucher des neu erbauten Marmorpalais ein neues Zeitalter. Die prachtvollen Räume des friderizianischen Rokoko im Schloss Sanssouci mit ihren vergoldeten Blüten und musizierenden Putten waren Vergangenheit. Wenn man die Marmorstufen zum Eingang hinaufstieg, wurde deutlich, der Klassizismus mit seinen klaren Linien und Formen hat im neuen Garten Friedrich Wilhelms und damit in Preußen Einzug gehalten. Eine breite Treppe führt mit elegantem Schwung in die obere Etage. Glatt und glänzend ist der kostbare Marmor. Aus ihm sind 4 Säulen gearbeitet. Die Kronleuchter und Laternen von Karl Gotthard Langhans gehören zu den schönsten Beispielen aus der Zeit des Frühklassizismus in den preußischen Schlössern.
Man durchquert das Vestibül, steigt einige Stufen hinab und fühlt sich in die Welt der Unterwasserwesen versetzt. Schattig und kühl ist es hier, Muscheln und Wasserpflanzen schmücken die Wände, Spiegel vervielfachen das Spiel der Wellen vor dem Fenster, ein Raum wie geschaffen für heiße Sommertage. Die Idee war am Ende des 18. Jahrhunderts nicht neu. Schon seit der Renaissance gehörte die Grotte zu den beliebtesten Gartenelementen. Hier im Marmorpalais ist alles ein wenig sparsamer und intimer gestaltet. Nicht für die Repräsentation, eher für das sommerliche Essen im Kreise der Familie ist der kleine Saal mit den seitlichen Anrichteräumen gedacht. An der Decke begegnen dem Besucher die Götter, die das nasse Element bewohnen, unter anderem Poseidon, der Herrscher der Meere. Erlesene Weine und Speisen wurden den Besuchern des Königs hier aufgetischt. Gekocht und gebraten wurden sie in der Hofküche, die der Architekt gleichzeitig mit dem Marmorpalais doch in einiger Entfernung von diesem erbaut hatte. Der Abstand zwischen beiden Bauten vermied eine Geruchsbelästigung der Schlossbewohner und ihrer Gäste durch Koch- und Bratendünste. Ebenso wie das Schloss wurde auch die Fassade des Küchengebäudes zum Heiligen See ausgerichtet. Verbunden waren die Gebäude durch einen unterirdischen Gang. Das Essen hatte also einen relativ weiten Weg vom Herd auf die Tafel des Königs zurückzulegen. Und auch wenn man Wägelchen benutzte, deren Spuren noch heute zu finden sind, wurde ganz sicher nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Karl von Gontard hatte die Schlossküche in Gestalt einer römischen, schon halb in den Fluten des Sees versunkenen Tempelruine erbaut. Neben dem Vestibül befinden sich in einer Zimmerflucht die Parolekammer, das Musikzimmer, die sogenannte blau lackierte Kammer und ein getäfeltes Schreibkabinett. In dem als Schreibkammer genutzten und mit verschiedenen Hölzern getäfelten Eckkabinett verstarb Friedrich Wilhelm II. Am Morgen des 16. November 1797. Die heute weiß lackierte Kammer hatte ursprünglich dunkelrote Wände und war als Parolekammer für militärische Zwecke gedacht. Ihre jetzige Ausmalung erhielt sie nach einer Idee Wilhelmine Enges, der Mätresse Friedrich Wilhelms II. Doch bis auf die Wandfarbe und das Weinlaub erinnert heute nichts mehr an diese wohl wichtigste Frau im Leben des Königs. Stattdessen begegnet der Besucher in diesem Raum der rechtmäßigen königlichen Familie. Kronprinz Friedrich Wilhelm II. Schloss eine politische Ehe und heiratete am 14. Juli 1765 Prinzessin Elisabeth Christine Ulrike von Braunschweig-Wolfenbüttel. Angeordnet hatte dies sein Onkel Friedrich der Große. Der Vater der Braut war sein Onkel mütterlicherseits, die Brautmutter seine Tante von Seiten des Vaters. Doch die Ehe scheiterte. Der Verdacht, die Prinzessin sei ihrem Mann untreu, machte eine Scheidung notwendig. Es gab noch keinen Thronfolger, nur eine kleine Tochter. Prinzessin Friederike blieb am preußischen Hof und erhielt ihre Erziehung im Kreise der Halbgeschwister, während ihre Mutter vom König geschieden und nach Stettin verbannt wurde. Dort verbrachte sie den Rest ihres langen Lebens. Sehr schnell, schon wenige Monate nach der Scheidung, schloss Friedrich Wilhelm eine zweite Ehe. Wieder hatte Friedrich der Große die Braut für seinen Nachfolger ausgewählt. Friederike Luise von Hessen-Darmstadt war nicht besonders schön und wohl von etwas seltsamen Wesen. Aber sie gebar endlich den ersehnten Thronfolger und weitere Kinder. Deren später geschlossene Ehen brachten Preußen politische Verbindungen in alle Himmelsrichtungen. In der Parolekammer findet man ihre Porträts, das der späteren Königin der Niederlande, Prinzessin Wilhelmine, den Prinzen Heinrich ebenso wie Friederike, die Tochter der verbannten ersten Königin. Sie wurde 14-jährig mit dem Herzog von York, dem Lieblingssohn des englischen Königs, verheiratet.
Friedrich Wilhelm III., der Thronfolger Friedrich Wilhelms, ging einen anderen Weg. Er wählte seine Frau selbst. Er heiratete Prinzessin Luise, die heute wohl populärste Königin Preußens. Das Gemälde stellt den etwa 13-jährigen Prinzen dar. Obwohl Friedrich der Große der musischen Erziehung des Thronfolgers keine große Bedeutung beimaß, spielte dieser seit frühester Kindheit ein Instrument. Zunächst war es die Gambe, später erlernte er das Cellospielen. Schon als Thronfolger leistete sich Friedrich Wilhelm II. Eine aus 25 Musikern bestehende Privatkapelle, die er nach dem Regierungsantritt mit der Hofkapelle vereinigte. Die 70 Musiker bildeten eines der größten und besten Orchester Deutschlands. Für das Musizieren im größeren Rahmen gab es Säle im Schloss. Das Musikzimmer diente eher als Übungsraum. Ursprünglich befanden sich hier die Noten und das Cello des Königs. Friedrich Wilhelm II. Pflegte den Kontakt mit allen bedeutenden Komponisten und gab ihnen Aufträge. Mozart und Beethoven waren zu Gast am preußischen Hof. Der verarmte italienische Komponist Luigi Boccherini und die Witwe Mozarts wurden finanziell unterstützt. Zu seinen größten Verdiensten gehörte es, den deutschsprachigen Dichtern, Komponisten und Sängern die Bühnen des preußischen Hofes geöffnet zu haben. Das getäfelte Schreibkabinett liegt am Ende der Raumfolge des Erdgeschosses. Etwas, das der Besucher im Arbeitszimmer des preußischen Königs jedoch vermisst, sind Bücher. Nichts dergleichen ist hier oder in einem anderen Raum des Hauses zu finden. Schaut man jedoch aus dem Fenster in westlicher Richtung über den Heiligen See, sieht man ein kleines, achteckiges Gebäude mit Spitzbögen und mittelalterlich wirkendem Maßwerk, die Bibliothek Friedrich Wilhelms II. In einem separaten Gebäude am Rande des Parks bewahrte Friedrich Wilhelm mehr als 1000 Bücher auf. Wie sein königlicher Onkel ließ er die Bände passend zur Umgebung einbinden. Er verwendete dafür grünes Ziegenleder. Darauf geprägt wurden die Initialen des Ortes NG für den neuen Garten. Der gotische Turm entsprach ganz dem Geschmack der Zeit. Die Spitzbögen der Fenster und das Stab- und Maßwerk der Gotik wurden ebenso wie die Ruinen mittelalterlicher Bauwerke wiederbelebt, um romantische Stimmungen zu erzeugen. Links vom Vestibül liegt der Zugang zu einer weiteren Zimmerflucht. Es sind Wohnräume, die dem Privatleben Friedrich Wilhelms vorbehalten waren. Der Grundriss des Schlosses zeigt ein abgeschlossenes Appartement, dessen 3 miteinander verbundene Räume zum Arbeiten, Wohnen und Schlafen dienten. Es besteht aus der gelben Schreibkammer, dem Arbeitszimmer Friedrich Wilhelms, der grünen Kammer und einem Schlafkabinett. Die gelbe Schreibkammer wurde von der Gräfin Lichtenau als Arbeits- und Studierzimmer ausgestattet. Gleich nach dem Betreten des Raumes trifft der Blick auf einen edlen, einfach wirkenden Schreibtisch vor der glänzenden gelb-seidenen Wandbespannung. Er ist aus rötlichem Mahagoniholz. Einem Möbel, an dem Briefe an Fürsten oder Notizen zum Tagesgeschehen, aber auch die private Post an die Geliebte, die Kinder, die Gemahlinnen und die Vertrauten aus dem Orden der Rosenkreuzer entstanden. Fast alle Ausstattungsstücke in diesem Raum sind bis auf die Seidenbespannung der Wände original erhalten. Vom hohen Niveau der durch Friedrich Wilhelm II. Geförderten Kunst der Möbeltischlerei zeugt auch die mit einer Darstellung des Gottes Apoll gekrönte Standuhr aus der Werkstatt David Röttgens mit Kalender und Glockenspiel.
Röttgen machte Geschäfte in Paris und am Petersburger Hof. Er lieferte kunstvolle Möbel nach Brüssel und Berlin. Hier traf er am 20. Dezember 1779 den Kronprinzen Friedrich Wilhelm und verkaufte ihm einen großen Kunstschrank. Der kostete 12.000 Taler. Nach dem Tod Friedrichs des Großen gab Friedrich Wilhelm neue Bestellungen auf. Zum Kunstschrank kamen andere kostbare Stücke, Wunderwerke der Technik, berühmt für ihre außerordentlich exakte Verarbeitung, die die Wohnungen des neuen Königs zierten. 1786 bestieg Friedrich Wilhelm II. Mit 42 Jahren den preußischen Thron. Seine Regierungszeit sollte nur 11 Jahre dauern. Innenpolitisch war sie durch das bald nach seiner Thronbesteigung erlassene Religionsedikt geprägt. Das Edikt vom 9. Juli 1788 verschärfte die Aufsicht des preußischen Staates über die Kirchen und das Schulwesen mit dem Ziel, aufklärerische Tendenzen einzudämmen. Außenpolitisch beeinflusste ein gesamteuropäisches Ereignis die Regierungsjahre entscheidend: die Französische Revolution von 1789. Gemeinsam mit anderen europäischen Mächten kämpfte Preußen gegen das revolutionäre Frankreich, war dabei jedoch wenig erfolgreich. Die Kriege endeten in zerrütteten Staatsfinanzen und einer militärischen Katastrophe. Zu ihren Folgen gehörten die Hinrichtung des französischen Königs Ludwig XVI. Und der Sonderfriede von Basel, den Preußen mit Frankreich schloss. Dieser Vertrag war der Boden für die späteren Eroberungen Napoleons, die im Leben des nächsten preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. Eine entscheidende Rolle spielten. Das Vestibül ist durchschritten. Die geschwungene, den Blick in die lichtdurchflutete Kuppel öffnende Treppe ist erstiegen. Der Gast betritt die Gesellschaftsräume. Im Gegensatz zu den durch Einflügeltüren abgeschlossenen Privaträumen des Königs im Erdgeschoss wurde der Gast im Obergeschoss zum Rundgang aufgefordert. 2 Flügeltüren gewähren Einblick in die Räume und laden den Besucher zum Flanieren ein. Bemalte Seiden wechseln mit wandhohen Gemälden und Räumen, deren Wände an kostbar geschnittene Steine und orientalische Zelte erinnern. Ideale Landschaften, Reliefs und exotische Straußenfedern ziehen die Blicke auf sich und verführen zum Lustwandeln. Die Zimmer konnten als Wohnräume und für gesellschaftliche Anlässe genutzt werden. Die Braune Kammer, auch Kleiner Saal genannt, gehörte zu den Räumen, in denen Friedrich Wilhelm II. Seine Gäste empfing. Die Wände waren mit Faunfedern und bemalten Seiden geschmückt. Der Kamin aus wertvollem Marmor gehörte zu den Prunkstücken der Ausstattung. Im 19. und 20. Jahrhundert nutzten die Mitglieder der königlichen Familie die Räume zu privaten Wohnzwecken. Der Bühnen- und Dekorationsmaler Johann Carl Wilhelm Rosenberg schuf 1790 auch die Deckenbemalung mit der frühklassizistischen Kassettendekoration und Putten. Die Bezeichnung dieses als Gesellschafts- und Wohnzimmer genutzten Raumes bezieht sich auf die in der Antike als Schmuck beliebten geschnittenen Steine. Bei der Ausmalung orientieren sich Karl Gotthard Langhans und Johann Eckstein an den ausgemalten Loggien im Vatikan in Rom. Ende des 18. Jahrhunderts begeisterte sich Europa für die griechische und römische Kunst. Die ersten Spuren von Pompeji wurden 1748 gefunden und Ausgrabungen fanden seit 1755 statt. Diese Abbildung zeigt einen Entwurf von Karl Gotthard Langhans für die Nordwand des Raumes.
Beim Rundgang durch das Obergeschoss des Schlosses fühlt man sich in ein Märchen aus 1001 Nacht versetzt. Ein türkisches Zelt mitten in der märkischen Landschaft. Blau-weiß gestreifter und strohgelber Atlas, Büschel aus schwarzen und weißen Straußenfedern schmücken Decke und Wände und bieten einen atemberaubenden Anblick. Die hier einst auf Mahagoni-Schränkchen stehenden Urnen aus chinesischem Porzellan und der heute nicht mehr vorhandene achtarmige Kronleuchter mit einem Turban und den Zeichen der Türken verliehen dem Raum noch mehr vom strahlenden Glanz exotischer Bauten. Das Kabinett war als Rückzugsort bei Festlichkeiten oder für kleinere Gesellschaften bestimmt. Ein Blick in diesen lichten Saal, den Konzertsaal, machte das Blau des Himmels gegenwärtig. Tanzende Götter und Dämonen lassen den Zweck des Raumes erahnen. Friedrich Wilhelm II. Beschäftigte sich hier mit einer seiner Vorlieben, der Musik. Er konnte selbst musizieren oder musizieren lassen und dabei den Ausblick aus den zu 3 Seiten des Saales angeordneten Fenstern genießen. Der Stuckmarmor der Wände hatte diese Farbe ebenso wie der Grund auf den Reliefdarstellungen des Bildhauers Johann Gottfried Schadow. Auf ihnen sind weiß auf blau römische Priesterinnen der Göttin Vesta und tanzende Dämonen zwischen den korinthischen Säulen versammelt. Antike Götter schmücken die Vasen auf den Kaminen. Die hier im Marmorpalais vorhandene insgesamt 52 Stücke umfassende Sammlung ist in ihrem Umfang und ihrer Qualität außerhalb Englands fast einmalig. König Friedrich Wilhelm II. Hatte sie in den 1790er Jahren für die Kamine seines Schlosses erworben. Von herausragender Qualität sind vor allem die 2 blau-weißen Pegasus-Vasen, die in diesem Saal die Kamine schmücken. Die Geschichte der Musikantentochter Wilhelmine Enke ist wohl bekannter als alles, was mit der Regierungszeit Friedrich Wilhelms II. In Verbindung zu bringen wäre. Der jugendliche Kronprinz hatte sie im Jahre 1764 im Hause ihrer Schwester kennengelernt. Ein sehr junges, blauäugiges Mädchen, in das er sich sofort verliebte. Wilhelmine war die Tochter eines Waldhornisten, der später am preußischen Hof beschäftigt war. Friedrich Wilhelm unterrichtete das hübsche Mädchen. Er bezahlte ihr eine Gouvernante und schickte sie nach Paris, um ihre Erziehung vervollkommnen zu lassen. Um sie in seiner Nähe zu haben, brachte er seine Geliebte im Hause des Gärtners Johann Heinrich Ritz in der Nähe des Heiligen Sees unter. König Friedrich der Große fand sich mit der Geliebten seines Nachfolgers ab und finanzierte sie. Das Paar hatte 5 gemeinsame Kinder. Graf Alexander von der Mark war das erklärte Lieblingskind Friedrich Wilhelms II. Er starb mit 9 Jahren und wurde nach seinem frühen Tod vom Vater tief betrauert. Schon in seiner Kronprinzenzeit war Friedrich Wilhelm Mitglied des Ordens der Rosenkreuzer geworden. Die Rosenkreuzer, ein wirkender Geheimbund, berief sich auf freimaurerische Traditionen. Sie betrieben einen ausgeprägten Geheimkult und vermuteten übersinnliche Kräfte bei den Oberen des Ordens, die den meisten Mitgliedern unbekannt blieben. Der Orden versuchte, Einfluss auf die Politik und das Privatleben Friedrich Wilhelms zu nehmen und die unmoralische Beziehung des Thronfolgers zu seiner Geliebten Wilhelmine Enke zu unterbinden. Das Sommerschloss Friedrich Wilhelms II. War längst zu klein geworden für den königlichen Hofstaat und die Gäste des Königs. Es musste mehr Platz geschaffen werden. 2 eingeschossige Seitenflügel sollten das Haus vergrößern, welche mit dem Hauptbau durch Galerien in der Form eines Viertelkreises verbunden sind. Und als besonderen Höhepunkt hatte man auf ihren Dächern eine Promenade zum Spazierengehen geplant, angeregt vielleicht von einer pompeianischen Villa.
Die Gräfin Lichtenau hatte auf ihrer Italienreise Pläne für den Landsitz eines englischen Lords gesehen und die Ideen mit an den Hof des preußischen Königs gebracht. Der bisher freistehende Hauptbau des Schlosses sollte nun die Mitte einer Dreiflügelanlage bilden. Um den Plan der Galerien zu realisieren, wurde Baumaterial gebraucht und es war wieder der kostbare Marmor, der hier Verwendung finden sollte. Aus den schlesischen Steinbrüchen war er nicht mehr zu beschaffen, also musste eine andere Quelle gefunden werden. Der geheime Kämmerer Johann Friedrich Ritz, Vertrauter Friedrich Wilhelms II., hatte die entscheidende Idee. Warum nicht am anderen Ende der Stadt, im längst unmodernen Park Friedrichs des Großen, etwas abreißen? Abgebrochen wurde die vom Baumeister Georg Wenceslaus von Knobelsdorf auf der Hauptallee des Parks von Sanssouci errichtete Marmorkolonnade. Einst schmückten 12 vergoldete Figuren das kunstvolle Bauwerk. Nun wurde es zum Steinbruch für die Baupläne Friedrich Wilhelms II. Die Säulen fanden für die Säulengänge der Seitenflügel Verwendung. Die Reste des Baus wurden versteigert. Die ursprüngliche Planung sah vor, die Galerien auf beiden Seiten mit Fenstern auszustatten und auf ihren Dächern eine Promenade zum Spazierengehen anzulegen. Beides wurde in dieser Art nicht realisiert. Im Nordflügel war eine Täfelung aus einheimischen Hölzern für die Schlaf-, die Puder- und die Wohnkammer des Königs vorgesehen. Für den Seitenflügel plante man eine Bibliothek und den großen ovalen Saal. Die Funktion und die Ausstattung der Räume waren genau auf die Bedürfnisse des Königs abgestimmt. Doch dieser sollte ihre Vollendung nicht mehr erleben. Der Innenausbau verzögerte sich wegen leerer Baukassen und als König Friedrich Wilhelm II. Am 16. November 1797 starb, hatte man mit dem Ausbau noch nicht einmal begonnen. Sein Sohn und Nachfolger Friedrich Wilhelm III. Ließ den Rohbau vollenden und das Dach fertigstellen. Danach passierte am Ufer des Heiligensees über 40 Jahre nichts mehr. Erst König Friedrich Wilhelm IV., der Enkel des Bauherrn, hatte wieder Interesse am idyllisch gelegenen Sommerhaus seines Großvaters. Von 1843 bis 1848 erfolgte der Ausbau unter der Leitung des Architekten Ludwig Ferdinand Hesse. Der ovale Saal im Südflügel erhielt die schon 1797 geplante Ausstattung mit gelbem und grünem Stuckmarmor. Heute erinnern der ovale Saal, der lila Salon und das grüne Zimmer an Gesellschaftsräume, auch wenn sich ihre Ausstattung verändert hat. Im Lila Salon fällt ein Gemälde der Malerin Angelika Kaufmann auf. Sie begann ihre Karriere als Wunderkind und wurde nach Aufenthalten in Italien und London zu einem Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Rom. Wilhelmine Enke lernte sie auf ihrer Italienreise kennen und erwarb einige ihrer Gemälde, darunter das hier gezeigte Christus und die Samariterin am Brunnen. Nachdem Friedrich Wilhelm IV. Den Bau vollendet hatte, nutzten sein Bruder, der spätere Kaiser Wilhelm I. und dessen Frau Augusta in den Jahren 1830 das Haus. In den nächsten Jahrzehnten waren es die Prinzen des Hauses Hohenzollern und andere herrschaftliche Gäste, die hier die Sommermonate verbrachten. 1881 wurde das Palais Prinz Wilhelm II. Und seiner Frau, der Prinzessin Auguste Victoria, zugewiesen. Prinz Wilhelm und seine Frau hatten jedoch einen größeren Personalbedarf. Mehr Räume wurden gebraucht. Für die Bequemlichkeit des Paares und seiner Kinder wurden Umbauten vorgenommen. Nicht nur zusätzliche Dienstbotenräume, auch eine Zentralheizung und Sanitäranlagen wurden installiert.
Der größte und auch kostbarste Raum ist der Klöbersaal, über dessen Mitte sich ein Oberlicht befindet. Im 19. Jahrhundert zeitweise als Schlafzimmer genutzt und dementsprechend auch mit einem Alkoven ausgestattet, gibt es dort großformatige Wandgemälde von August von Klöber mit Themen aus der antiken Götterwelt. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen sehr interessanten Einblick von den Räumlichkeiten erhalten. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!